Heute ist der 6. August und es ist 4 am Nachmittag und wir fahren. Echo! There's a clear blue sky overhead. Wir sind voriges Jahr von Wien aus in die Alpen gefahren und haben dort auch schon meistens wild auf den Almen gecampt. Wir haben die Alpen durchquert, von Osten Richtung Westen, entlang vom Hauptkamm bis nach Frankreich und haben immer die besten Pässe gesucht. Und eigentlich hat es uns dort bis dahin am besten gefallen. Ich war allein mit dem Motorrad schon in Kroatien und Montenegro und hatte deswegen schon ein bisschen mehr Erfahrung auf schlechten Straßen als der Alex. Unser Plan für die Tour durch den Balkan war Slowenien, Kroatien und Montenegro relativ schnell zu durchqueren. Trotzdem haben wir versucht, Autobahnen so weit wie möglich zu meiden. Und für Albanien wollten wir uns mehr Zeit lassen, weil wir nicht richtig wussten, was auf uns zukommt. Albanien hat sich als ein extrem schönes Land herausgestellt und alle Sicherheitsbedenken haben sich in Luft aufgelöst, spätestens ab dem Zeitpunkt, wie wir dort angekommen sind. Die Menschen, die wir dort getroffen haben, hatten alle echtes Interesse daran, was wir machen und woher wir kommen. Und sie haben uns auch geholfen in Situationen, wo wir es am dringendsten benötigt haben. Es war eigentlich eine logische Fortsetzung, dort wo wir letztes Jahr aufgehört haben. Außerdem war es klar, dass wir irgendwie in der ersten Nacht gleich campen wollen. Ja, wir haben letztes Jahr irgendwie Blut geleckt mit dem Campen. Und das haben wir dann eigentlich gleich fortgesetzt in der ersten Nacht an einem See auf dem Privatgrund. Aber wir haben gefragt. Sich ordentlich zu benehmen, aufrecht gehen und ich war halt von der schweren Arbeit so. Es war alles gut. Gleich wieder ein Feuer gemacht, wie früher. Als ob es so lange her wäre. Mein Geburtstagsabend war dafür umso anders. Jeszcze raz, niech żyje nam. Jeszcze raz, niech żyje nam. Niech żyje nam. Heute ist der zweite Tag. Nein, der dritte Tag. In der Früh. Und wir sind nach Postojna auf einer Wiese, wo wir geschlafen haben.
und uns gebadet haben im Fluss. Na gut dann. Freust du dich schon auf den Mali-Alan? Es geht. Der Max hat mich noch so gelockt mit, fahren wir über den Mali Alan? Und ich dann so, ja, na gut, ja, ist halt Offroad. Und der Max sagt, ja, ist ja nur der Mali Alan, der kleine Alan. Da habe ich mir gedacht, na gut, probieren wir es halt. Und das ist dann, er ist nicht klein, aber er ist wirklich so empfehlenswert. Wir haben versucht am Anfang ein bisschen auszuloten, wie weit das Motorradfahren zu zweit auf Bedingungen, was ein bisschen schwieriger wird und überhaupt funktionieren kann. Man muss ganz am Anfang einfach rausfinden, wie weit man gehen kann. Und ich glaube, in Kroatien im Norden ist uns das ein bisschen gelungen, dass wir wissen, wie es funktionieren könnte. Am Schluss sind wir einfach da gesessen und haben uns nur gedacht, boah, das war gerade wirklich cool. Ich glaube, mit so Straßen wächst die Männlichkeit. Durch jede Vibration geht der Bart ein bisschen weiter. Das hat alles gefasst. Sonne von Westen. Wir haben den Rudolf getroffen, der Chief der Bucht ist. Ja. Wir waren da direkt am Ufer und haben echt unter so einer kleinen Pinie bis am Vormittag geschlafen und dann schwimmen und es war perfekt. Am nächsten Tag sind wir ein Stück ins Landesinnere gefahren. An den größeren Städten Šibenik und Split sind wir so recht schnell vorbeigekommen. Rausgekommen sind wir in der Nähe von der Jadranska Magistrale. Und das ist dann sowieso unsere persönliche Rennstrecke. Und du merkst vor allem so richtig, wie die Landschaft sich nach Süden verändert. Mir so gut gefallen. Ja, das war so ein Zeitraffer.
ist in letzter Zeit bekannt geworden, weil es als Set für die Serie Game of Thrones, eine rekordbrechende amerikanische Serie, hergehalten hat. Es kommt vor allem immer wieder der königliche Garten vor, in dem Verschwörungen von den Charakteren geschmiedet werden. Wir haben uns gedacht, die Dubrovnik-Stadttour sparen wir uns. Wir haben gefragt, wo dieser Game of Thrones Garten ist. Und es hat uns irgendwie niemand wirklich beantworten können von den Kroaten. Irgendwie haben sie dann gesagt, ja, Lokrum ist es, Lokrum, die Insel Lokrum. Und dann sind wir mit dem Boot rübergefahren und haben uns gedacht, ja, wir suchen jetzt die ganze Insel ab nach dem Set. Es hat sich herausgestellt, der Garten war überhaupt nicht dort. Er ist ganz woanders. Und es war super schön alles. Aber wir haben nie diesen Garten gefunden. Ja, wir sind gerade noch rechtzeitig zum Captain Branislav gekommen, bevor er zugemacht hat. Also direkt am nächsten Tag war wirklich dieser Umbruch für uns. Wo fahren wir heute hin? Tet, albanische Alpen. Na, wo sind wir gerade, Alex? Skodersee seit 2,5 Stunden. Die Brücke. Benutzen wir nicht. Wie ist das Wetter heute? Puh, angenehm, gutes Skifahrwetter. Ich finde auch so, es ist kühl. Nein, Spaß. Es ist so beschissen heiß, es ist wirklich beschissen heiß. Sie haben gesagt, es ist einer der heißesten Tage im ganzen Jahr bis jetzt eigentlich in Montenegro. Uns wurde gesagt, es gab bisher jetzt sehr schlechtes Wetter. Ja, das ist jetzt die Rache der Sonne. Wir können maximal noch dazu 50 fahren, weil diese Straßen so eng sind. Ja, deswegen brauchen wir jetzt 3 Wochen, wegen diesen Straßen. Wunderschön an sich, aber wirklich langsam. Das ist auch ganz lustig, wir sind noch nicht mehr in Albanien und das Tankproblem beginnt jetzt schon. Wir haben wirklich wahrscheinlich seit 70 Kilometern keine Tankstelle gefunden. Nein. Und es geht nochmal 70 Kilometer weiter und dann sind wir gerade so am Ende. Ja. Naja, vielleicht ist der Kanister doch notwendig. Ziemlich geil, oder? Wir sind echt an der Grenze. Dann ist sozusagen die Zeit des Alex angebrochen. Der hat sich plötzlich total in seinem Element gefühlt in Albanien. Die meiste Zeit war er skeptisch, aber da hat alles funktioniert. Da haben wir eine Nacht dann mit dem Herbie getrunken. Kann ich sagen, so Schnapsel hinterher, dann geht's dir eigentlich immer gut. Zum Wohl. Dann am nächsten Tag haben wir uns aufgemacht nach Tet. Straßen gibt es dort nicht so viele, deswegen ist der Robin praktisch im Auto unterwegs gewesen, wo wir auffahren wollten. Und ja, der ist kurzerhand einfach beim Frühstück stehen geblieben. Und, Wir haben uns gegenseitig als Touristen erkannt. genau, wir sind in seinem Alter, haben ähnliche Maschinen. Robin war mit uns den ganzen Tag unterwegs. Albania!
Küss den Asphalt, los, du weißt, dass du das willst. Let's go! Robin hat uns dann noch durch die Dämmerung zu einem Campingplatz geführt. Da haben wir dann unsere Freunde aus Wien getroffen. Robin hat sich entschlossen, dann wirklich seine ursprüngliche Route beizubehalten und zurück nach Schweden zu fahren. Und am nächsten Tag dann hat dann eigentlich Albanien für den Max und mich allein begonnen. Wir haben jedenfalls den ganzen Tag entlang dieses Stausees verbracht. Wir sind vorbeigefahren durch sehr einsame Gebiete, wo Hirten ihre Ziegen auf neu errichteten Straßen getrieben haben. In der albanischen Kommunikation ist man oft Missverständnissen ausgesetzt. Was uns gerade gezeigt hat, heißt jetzt entweder 20 Kilometer oder 20 Minuten oder 2 Stunden oder 2 Kilometer. Dann haben wir gar nichts eigentlich. Also das. Wir sind quasi eine kleine Nebenstraße runter und haben den ersten Campingspot anvisiert, den wir dort nach Sonnenuntergang praktisch gefunden hätten. Ohne zu wissen, was auf uns zukommt, dort war ein Haus und Kinder. Im Scheinwerferlicht haben wir die Zelte aufgebaut und sind dann dort geblieben. Die erste echt wilde Nacht in Albanien. Wie geht's uns heute Morgen, Sonnenschein? Gut. Entspannt. Und glücklich darüber, wie viel wir gestern geschafft haben am Tag. Wir sind einfach einen Stausee runtergefahren und das war's mehr oder weniger. Aber die Bikes halten durch. Ich bin gestern ein bisschen auf die Goschen gefallen und mich ein bisschen angehauen. Es geht schon. Es geht. Heute geht's nach Phuket. Wir sind dann durch den gebirgigen Norden Albaniens weitergefahren. Relativ gemäß unserer Karte, wie wir gedacht haben. Wir haben uns allerdings irgendwann ziemlich verfahren, wollten eine Pause und sind angekommen in einem Luxushotel mitten im gar nichts. Jetzt sind wir hier ins Hinterland ein bisschen in einem Tal, das extrem schön ist und sind aber in den Bergen geblieben und nicht runter ins Tal, irgendwie auf der falschen Straße. Wir sind offensichtlich falsch abgebogen anscheinend, aber haben es nicht bemerkt. Das war geil hier. Und wir sind jetzt in einem Hotel mit großem Festsaal und Bar Und es stellt sich heraus, dass hier eigentlich niemand ist außer uns. Ja, drehen einfach den Springbrunnen für uns auf für ein Foto. Das ist uns schon aufgefallen, dass es besonders ursprünglich geblieben ist. Teilweise natürlich auch mit relativ harten Kontrasten zwischen dem, was die moderne westliche Entwicklung dem Land bringt und dem, wie es vermutlich immer schon gewesen ist.
Hast du Hunger, Max? Hast du Hunger? Das war eine coole Straße. Von wo nach wo? Eingezeichnet als V mal V, Ja. aber die Leute sind ja mit Mercedes gefahren auch und so. Das ist ziemlich gut einfach. Yes! Also, Du bist so genauso schnell gefahren wie ich im Prinzip. Aber Wir haben ja auch ein bisschen geharzt und so, aber boah. wir haben es echt laufen lassen, In aber. dieser einen Ortschaft war einfach auch so eine Riesenschotterpiste und wir sind, glaube ich, mit 100 durchgefahren. Ja. So gut. Die Leute haben so gewunken, so. Land Nummer 7, Mazedonien. Meistens mit einem Regenbogen gekommen. Auf einer von diesen wunderschönen Straßen runter Richtung Mazedonien und also man sagt auch immer der touristischeren Seite von diesem See, haben wir eigentlich recht bald einen schönen Campingplatz gefunden und konnten dann direkt am Ufer übernachten. Und unsere Füße im See waschen. Weil wir schon am Ohridsee waren, sind wir natürlich auch nach Ohrid Stadt gefahren, in Mazedonien. Das ist auch eines dieser Länder ist, das wir mal zumindest einen Tag lang gesehen haben wollten. Der See ist ja wirklich wunderschön blau und erinnert fast ans Meer. Diese St. Caneo-Kirche haben wir auch angeschaut. Is this the old tree? Never been. Arbor? Never. Ah, okay. Wir sind dann von Mazedonien wieder auf dem gleichen Weg zurück Richtung Süden nach Albanien gefahren, weil das war quasi unser letzter Stretch. Wir sind irgendwann vom Ohridsee abgebogen und sind dann wollten dann Richtung Westen fahren über eine kleine Straße. Die war ziemlich sicher die schwerste bis jetzt. Und es wurde uns auch abgeraten von diversen albanischen Einwohnern von der Gegend, dass wir über die Straße fahren.
Ich bin da raufgefahren, war ziemlich gut unterwegs, obwohl es mich davor aufgehaut hat. Und der Max steht total beschissen in einer Kurve drinnen und ich denke mir, das würde er nie machen. Aber bin weitergefahren und habe mir gedacht, ja, er kommt sicher eh gleich. Und dann ist er nicht gekommen, dann habe ich umgedreht und er steht noch immer und schaut mir nur so fahl ins Gesicht und sagt, mein Motorrad ist im Arsch. Das Erste, was ich gemacht habe, ist echt, ich habe versucht, irgendwo den Defekt zu finden, während der Alex geschaut hat, ob weiter oben jetzt eine Ortschaft kommt. Er ist zurückgekommen mit einem großen Mercedes-Bus, in dem wir das Motorrad eingeladen haben. Das Erste, was ich gemacht habe, ist das Motorrad weiterhin reparieren. Ja, am nächsten Tag hat sich das schon geklärt. Der Alex hat eine formidable Idee. Das könnte ja das Ritzel sein. Also es war zu dem Zeitpunkt mitten in Djerbas kein Weiterkommen mehr, ohne Reparatur, ohne Fremdhilfe. Der Arditi, der Sohn von den Gastgebern, war wirklich den ganzen Tag mit uns unterwegs, um uns zu helfen. Wir wurden hier gut aufgehoben in dem Gasthaus bei der Leta und ihrem Mann. Ganz lieb, um uns zu essen, zu trinken und für uns arbeiten. Also sind wir durch die Berge mit so einem Geländewagen gefahren. Das Motorrad halb hinten im Gepäckraum drin. Allein im Nirgendwo. Ich warte auf Max und fahre nach Polican. Wir müssen mit dem Truck irgendwann kommen. Wir haben das Motorrad in die nächste Ortschaft gebracht. Und dort, wie durch ein Wunder, ist auf dem Hauptplatz ein alter Mann aufgetaucht, der hat schon gespürt, dass wir hier seine Hilfe brauchen könnten. Der hat eine Werkstatt gehabt. Sollte das so sein, Max? Es dreht sich einfach durch. Kurbelwelle und das Ritzel haben einfach nichts mehr miteinander zu tun. Er hat das Ritzel, sprich das vordere Zahnrad, wieder anschweißen können. Also das Ding hat funktioniert. Wir haben erst im Nachhinein gemerkt, dass das so kräftezehrend war, was uns dann im Endeffekt auch zum Verhängnis geworden ist. Wir haben einfach nie eine Pause gemacht, sind in Berat angekommen, wo wir es gerade mal so hingeschafft haben. Es ist ein bisschen viel mehr an die Substanz gegangen, als wir es uns erwartet haben, und es war uns zu dem Zeitpunkt nicht so bewusst und wir haben uns gedacht, wir müssen jetzt einfach noch den Rest nach Griechenland durchdrücken. Wir waren auch schon relativ weit mit Berat im Süden. Die nächste Etappe war die einzige, an der wir uns getrennt haben. Beide waren technisch relativ schwer. Ich hatte einen der besten Tage durch dieses wunderschöne Tal, parallel vom Max einfach. Ausgemacht, dass wir uns im nächsten Ort am Hauptplatz treffen. Der Max ist da einfach gesessen und hat mir gesagt, komm, setz dich mal kurz hin, es ist was passiert. Ja, letztendlich war es eine Kombination aus vielen, die dazu geführt hat, dass ich einen einzigen Stein hinter einem Busch übersehen habe. Ich bin wirklich gegen diesen Stein gefahren. Nicht gestürzt, aber ich habe gleich gemerkt, dass das nicht gepasst hat. Ich habe dann irgendwie im Sitzen meinen Weg weiter zurück zur Asphaltstraße gefunden. Er hat mir halt gesagt, dass halt sein Fuß gebrochen ist. Von dir havariert. Und ja, ab dem Zeitpunkt war für mich mehr oder weniger klar, dass die Reise vorbei war. Wir haben dann den Max quasi reisefähig gemacht. Er war Gott sei Dank so tapfer und hat durchgehalten mit dem Motorradfahren, was wirklich mehr oder weniger die einzige Möglichkeit war, weil Touring-Club gibt es in Albanien keinen. Da war dann nur mehr schnell, sicher raus. Max' Fuß ist gebrochen. Ich bin ärgstens verkühlt.
Wir haben es immerhin geschafft, zur Fähre zu kommen. Also Griechenland wird nachgeholt. Unter einem besseren Stern irgendwann. Im Endeffekt war das Ganze sehr bitter und wir hatten gerade noch diese Kraft, um auf dieses Schiff und wieder zurück nach Hause zu fahren. Uns ist eigentlich erst auf der Fähre klar geworden, was wir eigentlich geschafft haben. Nämlich wirklich ganz Albanien ausschließlich durchs Hinterland zu bereisen und genau in die Gegenden zu fahren, die jetzt so stark verändert werden.